Deutsch lernen durch Hören. Das Ordnungsamt. Es ist Mittwochmorgen. Gleich beginnt der Dienst von Markus. Er arbeitet beim Ordnungsamt. Das ist nicht immer ein einfacher Job. Auch heute gibt es wieder eine Menge zu tun. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben viele verschiedene Aufgaben. Sie kümmern sich um die Überwachung des ruhenden Verkehrs, also zum Beispiel um falsch parkende Autos. Sie sind aber auch zuständig für den Lärmschutz. Je nach Stadt manchmal auch für die Feuerwehr. Markus arbeitet heute zusammen mit seinem Kollegen Lukas. Sie schauen heute nach falsch geparkten Autos. Ihre Suche hat schon nach kurzer Zeit Erfolg. Ein schwarzer Audi hat kein gültiges Parkticket. Alex stellt einen Strafzettel aus und klebt ihn an die Scheibe. In diesem Moment kommt der Besitzer des Autos angelaufen. »Ich stehe erst ganz kurz dort. Bitte geben Sie mir keinen Strafzettel.« Doch Markus weiß, dass das nicht stimmt und schüttelt den Kopf. »Das Parkticket ist bereits seit über 2 Stunden abgelaufen. Es tut mir leid, Sie bekommen einen Strafzettel.« Der Mann akzeptiert schlecht gelaunt das Ticket. Markus tut es nicht gern, doch es ist sein Job. Nach einiger Zeit ist endlich Mittagspause. Markus und Lukas kaufen sich bei einem kleinen Bäcker ein belegtes Brötchen. Sie setzen sich in ihr Auto und essen in Ruhe. Gleich müssen sie ihre Arbeit fortsetzen. Es gibt noch eine Menge zu tun. Die beiden essen ihr Brötchen auf und machen sich dann wieder auf den Weg. Markus ist schon gespannt, was heute noch alles passieren wird. Job als Reiseführer. Tom hat einen wirklich spannenden Job. Er arbeitet als Reiseführer für ein bekanntes Flugunternehmen. Auch heute muss er wieder los zur Arbeit. Er kann es kaum erwarten, anzufangen. Für seine Arbeit reist Tom mit dem Flugzeug zu den verschiedensten Orten. Seine Spezialgebiete sind vor allem Italien und Frankreich. Dort hat er als Kind gewohnt und kennt sich daher sehr gut aus. Heute leitet er eine Führung in Rom. Die Führung soll um 10 Uhr beginnen. Als Tom am Treffpunkt ankommt, sind bereits die ersten Touristen anwesend. Sie haben sich für die Führung durch die Innenstadt angemeldet. Tom begrüßt zuerst alle Teilnehmer und stellt sich vor. Danach leitet er die Gruppe durch die Stadt und erzählt etwas über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Er hat einen großen roten Regenschirm dabei. Den Schirm hält er die ganze Zeit über hoch in die Luft. So verlieren ihn die Touristen nicht aus den Augen. Das Highlight ist heute das Kolosseum. Das Bauwerk sieht wirklich beeindruckend aus. Tom erzählt einige Fakten über die Entstehung und frühere Nutzung. Die Touristen hören gespannt zu und machen viele Fotos. Danach geht es weiter. Es gibt noch viel zu sehen. Als nächstes Ziel ist die Sixtinische Kapelle geplant. Rom hat für Touristen sehr viel zu bieten. Am Ende eines Tages ist Tom meistens sehr erschöpft vom vielen Herumlaufen. Der Job macht ihm trotzdem sehr viel Spaß. Er verdient gutes Geld und kann gleichzeitig die Welt sehen. Weihnachten. Es ist Weihnachtszeit.
Draußen schneit es bereits, alle Bäume sind weiß und die Kinder bauen Schneemänner im Garten. Endlich kann man wieder Schlitten fahren gehen. Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Doch ausruhen kann sich Marie nicht. Es gibt noch viel zu tun. Zuerst muss der Weihnachtsbaum geschmückt werden. Darum kümmert sich Leon. Er hängt viele Weihnachtsbaumkugeln auf. Es gibt rote, grüne und gelbe Kugeln. Auf die Spitze des Baumes setzt er einen Stern. Das sieht richtig klasse aus. Aber es gibt noch viele andere Aufgaben. Während sich Mona um das Essen kümmert, besorgt Marie die Weihnachtsgeschenke. Für Leon kauft sie einen neuen Fernseher. Mona wünscht sich einen neuen Rucksack. Marie entscheidet sich für ein graues Modell mit roten Streifen. Der wird Mona bestimmt gut gefallen. Sie fährt schnell zurück nach Hause und packt die Geschenke ein. Dafür hat sie extra schönes Papier gekauft. Dann ist es endlich soweit. Es ist Weihnachten. Die 3 Freunde sitzen zusammen am Feuer, trinken Sekt und essen Kekse. Der Weihnachtsbaum ist voller Kerzen und leuchtet wunderschön. Das ist ein echt toller Anblick. Alle freuen sich sehr über ihre Geschenke. Mona zeigt Leon stolz ihre neue Uhr. »Die ist echt schick«, sagt Leon. Dann wird das Essen gegessen. Es gibt einen leckeren Braten mit Kartoffeln. »Das hast du wirklich toll gekocht«, sagt Leon. Mona freut sich und bedankt sich bei ihm. Alle sind sehr zufrieden. Sie trinken Tee und hören Weihnachtslieder. Vor dem Fenster fallen viele Schneeflocken vom Himmel. Das war ein gelungenes Weihnachtsfest. Ostsee. Seit 5 Stunden fahren Isabel, Linda und Raffaela Rad. »Ich kann nicht mehr«, ruft Raffaela ihren beiden Freundinnen laut zu. Gemeinsam bleiben sie am Rand des Radwegs stehen. Sie sind gerade in einem Wald, aber die Luft riecht salzig. Das Meer ist in der Nähe. »Dann machen wir eine Pause«, schlägt Linda vor, »aber am Meer. Bis zu unserem Hotel müssen wir nur mehr eine halbe Stunde fahren. Und der Tag ist noch lang.« Die beiden anderen stimmen zu und sie suchen einen Weg zum Strand. Schnell finden sie einen. Isabel ist erstaunt. Es ist wunderschön hier, wie an der Karibik. Der Sand ist hellgelb, weich und der Strand ist kilometerlang. Die 3 Freundinnen ziehen sich ihre Bikinis an und setzen sich auf ihre Handtücher. »Es ist so heiß«, bemerkt Raffaela, »als wären wir gerade in Italien.« Sie packen ihre Brötchen aus und beobachten die Wellen. Am Meer sind einige Kitesurfer unterwegs. Sie springen mit ihren Schirmen hoch in die Luft. Nachdem sie gegessen und die Sonne genossen haben, gehen sie schwimmen. Das Wasser ist kalt, aber nicht zu kalt. Sie finden schöne Steine am Strand. »Das ist ein Feuerstein, mit dem man Feuer machen kann«, erklärt Raffaela. Der Tag am Strand ist so schön, dass sie mit ihrem Rad nicht weiterfahren wollen. Sie bleiben bis zum Sonnenuntergang. Er ist beeindruckend. »Ich bin so froh, dass ich mit euch hier bin«, sagt Linda. Die anderen beiden sind genauso glücklich wie sie.
Marcos aus Spanien. Marcos wohnt seit einem Jahr in Deutschland. Er stammt aus Valencia und studiert jetzt in München. Am Anfang war es sehr schwierig für Marcos in Deutschland. In Spanien sind viele Menschen offen und lustig. Meistens haben sie gute Laune. Das ist in München ein bisschen anders. Im Winter sind die Leute manchmal schlecht gelaunt. Das ist eine der Sachen, die für ihn auch noch heute schwierig ist: die Minusgrade. In Valencia hat es selten weniger als 10 Grad. Marcos liebt die Hitze. Er mag es auch nicht, dass die Deutschen so früh schlafen gehen und schon um 6 oder 7 Uhr zu Abend essen. Erst gestern hat er um 10:30 am Abend ein Restaurant gesucht, das noch offen hatte, und hat keines gefunden. Das ist richtig nervig. Deutschland hat aber mindestens so viele gute Seiten wie schlechte. Marcos hat sich in Spanien oft gefühlt, als wäre er anders als der Rest. Er ist immer pünktlich und sehr organisiert. Er liebt es, dass es in Deutschland wenig Chaos gibt. Alles läuft so ab, wie es geplant wurde. Und er findet es wunderbar, wie ehrlich die Deutschen sind. Marcos will noch länger in Deutschland leben. Ob er wieder nach Spanien zurück will, das entscheidet er in ein paar Jahren. Umzug. Das Wochenende ist für Marie wirklich stressig. Sie zieht um und muss noch sehr viel dafür vorbereiten. Viel Zeit bleibt ihr nicht mehr. Zuerst packt sie alle ihre Anziehsachen in Kartons und trägt sie zum Auto. Als nächstes sind ihre Möbel an der Reihe. Die müssen zuerst auseinandergebaut werden, weil sie sonst zu groß für den Transport sind. Zum Glück hat Marie ihren Freund Lars. Er hilft ihr beim Zerlegen der Möbel und trägt die einzelnen Teile runter zum Auto. Eine Sorge weniger. Die ganze Arbeit dauert mehrere Stunden. Doch dann ist endlich alles in das Auto geladen. Nun macht sich Marie auf den Weg zu ihrer neuen Wohnung. Leider wohnt sie im 4. Stock und es gibt keinen Fahrstuhl. Das heißt, dass alle Kartons die Treppe hochgetragen werden müssen. Das ist sehr anstrengend. Aber Marie ist nicht allein. Lisa und Lena kommen vorbei, um zu helfen. Gemeinsam ist die Arbeit schnell erledigt. Nun dürfen sich alle erst einmal ausruhen. Als Belohnung gibt es Pizza und Cola für alle. »Deine neue Wohnung ist wirklich sehr schön«, sagt Lisa. Auch Lena stimmt ihr zu. Marie ist auch sehr zufrieden. In den nächsten Tagen möchte sie noch Blumen und Dekoration kaufen. Dann wird die Wohnung perfekt aussehen. Aber für heute hat sie genug gearbeitet. Die Freunde genießen zusammen den Abend und schauen Filme. Es ist schön, wenn man Freunde hat. Sie sind immer da, wenn man Hilfe benötigt. Stammkunde. Heute beginnt das Wochenende. Samstags und sonntags arbeite ich immer als Aushilfe in einer kleinen Kneipe bei uns im Dorf. Jeden Abend um 18 Uhr kommt einer unserer Stammkunden vorbei. Er ist ein älterer Herr. Vor ein paar Jahren ist seine Frau gestorben. Seitdem sucht er jemanden, mit dem er sich unterhalten kann.
Dafür ist unsere kleine Kneipe perfekt. Er kann sich hier hinsetzen, ein Bier trinken und mit uns reden. Auch heute Abend kommt er wieder in unsere Kneipe. Es regnet draußen, deswegen hat er einen kleinen Schirm dabei. Beim Betreten der Kneipe winkt er mir und meinem Kollegen Matthias zu. Wir beide winken zurück. Er setzt sich zu uns an den Tresen und bestellt ein kleines Bier. »Möchten Sie auch ein belegtes Brötchen essen?« frage ich ihn. Er nickt mir zu. Ich gehe in die Küche, um das Brötchen zu holen. Währenddessen kümmert sich Matthias um das Bier. Ich bringe dem Mann das Brötchen und setze mich neben ihn. Er beginnt schnell zu essen. Ich frage ihn, wie sein Tag gewesen ist. Er erzählt mir, was er heute schon alles gemacht hat. Er war einkaufen und hat Blumen auf das Grab seiner Frau gelegt. »Es freut mich, dass ich hier immer jemanden zum Reden habe«, sagt er. Nach kurzer Zeit hat er sein Brötchen aufgegessen und das Bier getrunken. Er bezahlt und macht sich dann auf den Heimweg. Matthias und ich verabschieden uns von ihm. Morgen wird er wieder bei uns Abendessen. Ich freue mich schon darauf. Keller ausräumen. Endlich ist Wochenende. Die meisten Menschen nutzen die Zeit, um sich auszuruhen und sich zu entspannen. Doch Tanja hat heute viel vor. Sie hat sich vorgenommen, heute den Keller auszuräumen. Das könnte eine Weile dauern. Der Keller ist voll mit den verschiedensten Dingen. Tanja entdeckt ganz viel altes Spielzeug. Auch alte Möbel stehen in dem Keller, aber sie muss etwas davon aussortieren. Sie hat sich letzte Woche ein neues Fahrrad gekauft. Das möchte Tanja in den Keller stellen. Der ist jedoch komplett voll. Deshalb muss sie Platz schaffen. Zum Glück ist sie nicht allein. Ihr Freund Thorsten hat versprochen, ihr beim Ausräumen zu helfen. Zu zweit geht die Arbeit gleich viel schneller. Vor allem das Spielzeug möchte Tanja loswerden. Doch zum Wegwerfen ist es zu schade. »Wir könnten das Spielzeug auf einem Flohmarkt verkaufen«, schlägt Thorsten vor. Das ist wirklich eine tolle Idee. Sie suchen die schönsten Spielzeuge heraus. Tanja findet eine alte Puppe von ihr. Thorsten entdeckt eine Kiste voller Spielzeugautos. Das lässt sich super verkaufen. Sie tragen das Spielzeug nach oben und machen es sauber. Die Puppen und die Autos möchte Tanja nächste Woche auf dem Flohmarkt anbieten. Endlich ist mehr Platz im Keller. Tanja kann nun endlich ihr Fahrrad hineinstellen. Das Aufräumen war ein voller Erfolg. Jetzt haben sich die beiden eine Pause verdient. Sie bestellen eine Pizza und setzen sich auf den Balkon. Jeder sollte von Zeit zu Zeit seinen Keller ausräumen. Manchmal findet man dabei viele interessante Dinge. Discounter. Mein Job ist nicht immer einfach. Ich arbeite in einem kleinen Discounter. Die meiste Zeit verbringe ich an der Kasse. Ich scanne die Lebensmittel ein und kümmere mich um die Bezahlung. Doch das ist nicht meine einzige Aufgabe. Als Verkäufer ist man auch für das Nachfüllen der Regale zuständig.
Regelmäßig muss kontrolliert werden, ob noch alle Artikel verfügbar sind. Auch um ankommende Lieferungen müssen wir uns kümmern. Der LKW mit den neuen Lebensmitteln kommt bei uns an. Nach dem Entladen müssen die einzelnen Waren ausgepackt werden. Aber es ist nicht alles schlecht an meinem Job. Das Beste sind die Gespräche mit den Kunden an der Kasse. Ich erkundige mich, wie ihr Tag bisher verlaufen ist. Die Leute erzählen mir dann, wie es ihnen geht und was sie heute noch vorhaben. Da sind oft spannende Geschichten dabei. Auch meine Kollegen sind sehr nett. Mit ihnen vergeht die Zeit meist sehr schnell. Ich freue mich aber auch immer auf den Feierabend. Die Arbeit im Discounter ist nämlich auch sehr anstrengend. Manchmal bin ich an einem Tag schlecht gelaunt. Das darf ich den Kunden jedoch nicht spüren lassen. Wenn ich für mich selbst einkaufen gehe, dann gehe ich manchmal in einen anderen Discounter. Dort gibt es andere Produkte als bei uns. So habe ich Abwechslung und kann verschiedene Lebensmittel ausprobieren. Mein Beruf ist nicht immer einfach, aber er ist auch sehr wichtig. Wenn ich meinen Job gut mache, dann gehen die Kunden zufrieden nach Hause. Das motiviert mich. Steht vor mir. Ich denke an all die Jahre, die ich so glücklich war mit dir. Unser Leben läuft noch einmal an mir vorbei. So als wäre es gestern, als wärst du noch bei mir. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Ich vermisse dich so sehr, ich vermisse auch dein Lachen. Auch wenn du mit mir geschimpft hast und so vieles mehr. Mein Leben ist nicht mehr dasselbe, wie es einmal war. Doch ich danke dir für jede Stunde, in der ich glücklich mit dir war. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Und bevor ich schlafen gehe, steh ich am Fenster und schau nach oben. Sag dir liebevoll Gut Nacht, dann hör ich dein Lachen und deine Worte. Du, gib bitte auf dich Acht, unsere Liebe, sie wird immer sein. Übersteht Raum und Zeit, denn sie ist unendlich bis in die Ewigkeit. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen.
Berlin. Nun ist es endlich soweit. Der Urlaub von Tanja beginnt. Sie möchte die freien Tage nutzen, um nach Berlin zu fahren. Ihre Freundin Tine begleitet sie. »Am besten fahren wir mit dem Zug«, schlägt Tine vor. »Das ist eine gute Idee. Das ist billiger als mit dem Auto«, antwortet Tanja. Die beiden setzen sich in den Zug und fahren von Leipzig aus nach Berlin. Schon nach wenigen Stunden erreichen sie ihr Ziel. »Wow, Berlin sieht beeindruckend aus«, staunt Tanja. »Ja, das stimmt. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und außerdem auch ein eigenes Bundesland. Hier leben mehr als 3,7 Millionen Menschen«, erklärt Tine. In Berlin gibt es viel zu erkunden. Die beiden Freundinnen wollen zuerst auf den Fernsehturm. Von dort haben sie einen Ausblick über ganz Berlin. Das ist wirklich eine fantastische Aussicht. Danach sehen sie sich das Brandenburger Tor an. Sie machen viele Fotos von sich. Zu Hause wollen sie die Bilder dann ihren Freunden zeigen. Langsam bekommen Tanja und Tine Hunger. Sie kaufen sich an einem Straßenimbiss eine Pizza. Nachdem sie gegessen haben, machen sie sich auf den Weg zum Reichstagsgebäude. Dort sitzt der Deutsche Bundestag. Doch lange anschauen können sie das Gebäude nicht. Ihr Zug fährt in weniger als einer Stunde. Die beiden rennen schnell zum Bahnhof. Gerade noch geschafft. Nun geht es zurück nach Leipzig. Das war ein schöner Ausflug. Die Fahrt nach Berlin hat sich wirklich gelohnt, sagt Tanja. Das stimmt, das müssen wir unbedingt öfter machen, antwortet Tine. Basteln. Endlich ist Samstag. Lisa hat heute einen freien Tag. Eigentlich wollte sie heute einen Spaziergang am See mit ihrem Hund machen. Aber es regnet schon den ganzen Tag sehr stark. Da bleibt sie lieber in ihrer Wohnung. Aber was könnte sie stattdessen machen? »Hast du eine Idee?« fragt sie ihre Freundin Marie. »Wir könnten etwas basteln«, antwortet Marie. Das ist eine wirklich gute Idee. Die beiden überlegen, was sie basteln könnten. Sie entscheiden sich für Origami. Dabei faltet man aus Papier kleine Figuren. Man benötigt nur ein bisschen Papier und schon kann man beginnen. Die zwei Freundinnen fangen sofort an. Marie faltet zuerst einen kleinen Engel. Lisa versucht, einen Stern zu basteln. »Das sieht richtig klasse aus«, sagt Marie und sieht sich an, was die beiden gebastelt haben. Lisa nickt. »Wir können den Engel an einem Faden befestigen und als Dekoration aufhängen.« Marie holt ein Stück Schnur und klebt es an ihren Engel. Dann hängt sie ihn mit Klebeband an das Fenster. Das Zimmer sieht damit viel besser aus. Die beiden sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Sie wollen in Zukunft öfter basteln. Es ist die perfekte Beschäftigung für schlechtes Wetter. Später am Nachmittag hört es auf zu regnen. Das ist der perfekte Moment, um doch noch einen Spaziergang zu machen. Lisa räumt schnell die Bastelmaterialien weg und zieht sich ihre Jacke an. Auch ihre Freundin Marie möchte mitkommen. Die beiden Freundinnen genießen zusammen die frische Luft. Was für ein gelungener Samstag! Ausbildung. Lisa hat die Schule letzten Sommer beendet. Sie möchte jedoch nicht studieren. Stattdessen möchte sie lieber gleich arbeiten gehen. Deshalb hat sie sich dazu entschieden, eine Ausbildung zu beginnen. An manchen Tagen ist die Arbeit von Lisa sehr stressig.
Sie macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin in einem Altenheim. Die Arbeit macht ihr viel Spaß, aber sie ist auch sehr anstrengend. Meistens hat Lisa Frühdienst. Sie muss dann schon um 6 Uhr morgens mit der Arbeit beginnen. Es gibt viele verschiedene Aufgaben, um die sie sich kümmern muss. Sie wäscht die Bewohner des Altersheims und bringt ihnen das Frühstück. Außerdem putzt sie die Räume. Lisa und ihre Kollegen haben den ganzen Tag lang sehr viel zu tun. Es wäre schön, wenn mehr Leute als Altenpfleger arbeiten würden, aber nur wenige Menschen möchten diesen Job machen. Die Arbeit ist nicht gut bezahlt. Leider finden viele Leute den Beruf nicht gut. Dabei brauchen die Pfleger in den Heimen dringend Unterstützung. Oft gibt es in den Heimen nicht genug Mitarbeiter. Das macht die Arbeit schwieriger für die Pflegenden. Viele junge Menschen suchen nach einem Beruf. Vielleicht ist eine Ausbildung die richtige Wahl. Für Lisa ist das Geld nicht wichtig. Sie macht die Arbeit, um alten Menschen zu helfen. Oft bedankt sich ein Bewohner des Heims für ihre Arbeit. Das macht sie glücklich. Sie wünscht sich, dass mehr Leute erkennen, wie wichtig ihre Arbeit ist. Denn viele alte Menschen brauchen Unterstützung. Dafür werden Pfleger wie Lisa benötigt. Dresden. Endlich ist Wochenende. Nun muss ich 2 Tage lang nicht arbeiten. Die freien Tage müssen genutzt werden. Ich möchte zusammen mit meiner Freundin Marie einen Ausflug machen. Wir überlegen uns zusammen, wohin wir fahren können. Wir könnten nach Dresden fahren, schlägt Marie vor. Das ist eine tolle Idee, antworte ich. Dresden ist die Landeshauptstadt von Sachsen. Dort gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Insgesamt leben in Dresden mehr als 500.000 Menschen. In Sachsen gibt es nur eine Stadt, die noch größer ist. Das ist Leipzig. Mit dem Auto fahren wir von Hamburg aus nach Dresden. Nach einigen Stunden sind wir am Ziel. Wow, die Stadt sieht schön aus. Sie liegt direkt an der Elbe, einem großen Fluss. Darauf fahren große Dampfschiffe. Ich möchte mir zuerst die Frauenkirche ansehen, sage ich zu Marie. Sie nickt mir zu. Die Frauenkirche ist wirklich ein beeindruckendes Gebäude. Wir machen ganz viele Fotos. Außerdem schauen wir uns den Zwinger und den großen Garten an. Danach kaufen wir uns ein Eis und setzen uns auf eine Bank direkt an der Elbe. Viele Leute fahren mit dem Fahrrad an der Elbe oder gehen spazieren. Der Ausblick ist wirklich toll. Wir genießen noch ein bisschen das gute Wetter. Dann setzen wir uns in unser Auto und fahren zurück nach Hamburg. Das war ein gelungener Ausflug. Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Während wir zurückfahren, planen wir schon die nächsten Ausflüge. Es gibt noch so viele andere Städte zu erkunden. Ich kann es kaum erwarten. Schwarzwaldurlaub. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Heute ist es endlich soweit. Ich fahre in den Urlaub. Mein Ziel ist dieses Mal der Schwarzwald. Er liegt im Südwesten von Deutschland, nah an der Grenze zu Frankreich. Ich habe vor, dort viel zu wandern und mich ein bisschen zu entspannen. Ich setze mich in mein Auto. Von Berlin aus fahre ich bis nach Freudenstadt. Dort befindet sich mein Hotel. Nach wenigen Stunden Fahrt komme ich an meinem Ziel an. Wow, das sieht schön aus. Von meinem Hotel aus kann ich direkt auf die Berge und den Wald blicken.
Alles ist so grün und voller Bäume. Ich melde mich an der Rezeption an und lege meinen Koffer ab. Dann packe ich meinen Rucksack und ziehe meine Wanderschuhe an. Ich möchte sofort eine Erkundungstour starten. Es ist herrlich ruhig im Wald. Kein Lärm von Autos oder Baustellen, nur Natur. Ich höre die Vögel zwitschern. Zwischen den Bäumen entdecke ich ein kleines Reh. Der Schwarzwald ist wirklich wunderschön. An einem kleinen Bach mache ich Pause. Im Wasser sehe ich sogar viele kleine Fische schwimmen. Meine Füße tun schon weh, weil ich so lange gelaufen bin. Nach einigen Stunden komme ich wieder am Hotel an. Ich gehe in das Restaurant, um Abend zu essen und mich zu stärken. Morgen möchte ich wieder in den Wald wandern gehen. Was ich da wohl alles entdecken werde, ich kann es kaum erwarten. Der Schwarzwald ist auf jeden Fall eine Reise wert. Panne am Auto. An manchen Tagen funktioniert alles so wie geplant. Aber an einigen Tagen geht wirklich alles schief. Eigentlich wollte Lisa zusammen mit ihrem besten Freund Paul einen Ausflug zum See machen. Das Wetter war sehr schön und die beiden Freunde wollten baden gehen. Mit dem Auto fahren sie durch den Wald. Plötzlich geht der Motor aus und das Auto fährt nicht weiter. Sie haben eine Panne. Sie versuchen das Auto zu reparieren, doch es funktioniert nicht. Der Motor startet nicht mehr. Paul versucht, seinen Freund Markus anzurufen. Der kennt sich gut mit Autos aus und kann ihnen vielleicht helfen. Doch der Handyempfang im Wald ist zu schlecht. Was für eine doofe Situation. Die beiden Freunde setzen sich an den Straßenrand und warten. Nach einiger Zeit kommt ein anderes Auto die Straße entlang gefahren. Der Fahrer Felix sieht das Auto von Paul und Lisa am Straßenrand stehen und hält an. Lisa erzählt ihm von der Panne. Felix repariert in seiner Freizeit gerne Autos. Er schafft es, das Auto wieder zu starten. Lisa und Paul sind begeistert. Es hat tatsächlich funktioniert. Die Fahrt kann weitergehen. »Wir wollen eigentlich zum See fahren und baden gehen. Willst du mitkommen?« fragt Lisa Felix. Er nickt. »Sehr gern. Ich habe bisher noch nichts anderes vor.« Alle drei fahren zusammen zum Badesee. Dort gehen sie schwimmen und ruhen sich am Strand aus. Das war wirklich ein Abenteuer. Aber durch die Panne haben Lisa und Paul auch einen neuen Freund gefunden. Es gibt kein Zurück mehr. Für Marie ist heute ein besonderer Tag. Ab jetzt wird sich vieles in ihrem Leben verändern. Sie hat sich in ihrer alten Wohnung nicht mehr wohlgefühlt. Es war Zeit für Veränderungen. Deshalb hat sie sich dazu entschlossen, ihr Haus zu verkaufen. Sie möchte eine Zeit lang reisen und die Welt erkunden. Sie gibt der Vermieterin die alten Wohnungsschlüssel. Nun gibt es kein Zurück mehr. Ihre Möbel hat sie fast alle verkauft. Ein paar hat sie auch ihrer Freundin Lena geschenkt. Nun besitzt Marie nur noch ein paar Sachen und ihr Auto. Das Auto ist ein Wohnmobil. Dort kann sie auch schlafen und ihre Kleidung lagern. Marie verabschiedet sich von ihren Freunden und ihrer Familie. Sie wird nun erst einmal eine Weile unterwegs sein. Noch weiß Marie nicht, wohin sie fahren möchte. Vielleicht nach Afrika oder nach Sibirien in die Kälte. Oder sie zieht nach Schweden und verdient ihr Geld mit dem Fangen von Fischen.
Sie entscheidet sich dafür, zuerst in Richtung Italien zu fahren. Sie war schon lange nicht mehr am Meer. Nach einigen Stunden Fahrt erreicht sie ihr Ziel. Die Sonne geht gerade am Horizont unter. Ein paar Möwen fliegen am Himmel entlang. Marie parkt mit ihrem Wohnmobil nah am Wasser und setzt sich in den Sand. Sie hört das Rauschen der Wellen. Das ist wirklich ein wunderschöner Moment. Marie ist sehr glücklich mit ihrer Entscheidung. Sie kann es kaum erwarten, die Welt zu erkunden. Das wird ein großes Abenteuer. Erstes eigenes Auto. Heute ist es endlich soweit. Lisa konnte vor Aufregung die letzte Nacht nicht schlafen. Heute kann sie endlich ihr erstes eigenes Auto abholen. Es hat lange gedauert, bis sie sich diesen Traum erfüllen konnte. Um sich das Auto zu kaufen, musste sie zuerst Geld verdienen. Jeden Sonntag half sie deswegen in einem kleinen Café aus. Nach einem halben Jahr war es endlich soweit, sie hatte genug Geld zur Verfügung. Ihr erstes Auto sollte nicht groß sein. Lisa hatte sich für einen VW Golf entschieden. Das ist ein kleines Auto mit niedrigem Benzinverbrauch. Es ist perfekt, um damit zum Einkaufen in die Stadt zu fahren. Lisa macht sich auf den Weg zum Autohaus. Ihre beste Freundin Marie begleitet sie. Sie kann ihr Auto bereits von weitem sehen. Wow, sieht das schick aus. Es ist dunkelblau und glitzert in der Sonne. Schnell bezahlt sie das Geld. Nun darf sie das Auto endlich mitnehmen. Lisa setzt sich in das Auto und schaut sich genau um. Ihre Freundin setzt sich neben ihr auf den Beifahrersitz. »Lass uns zur Feier des Tages in ein Restaurant fahren«, schlägt Marie vor. Lisa nickt und die beiden fahren los. Das Fahren mit dem Auto macht sehr viel Spaß. Lisa muss die ganze Zeit lächeln. Die beiden parken vor dem Restaurant. Dort machen sie erst einmal Pause und essen etwas. Das war wirklich ein spannender Tag. Lisa wird sich noch lange daran erinnern. Ehrenamtliche Arbeit. Heute ist mal wieder ein stressiger Tag für Anna. Direkt nach der Arbeit fährt sie noch ins Tierheim. Aber nicht, weil sie dort ein Tier adoptieren möchte. Anna leistet dort ehrenamtliche Arbeit. Das heißt, dass sie ein paar Mal in der Woche im Tierheim hilft. Sie wird dafür nicht bezahlt. Anna mag Tiere und möchte ihnen helfen. Daher ist der Job perfekt für sie. Doch die Arbeit ist nicht immer einfach. Die Tiere müssen gefüttert und gewaschen werden. Besonders die jungen Katzen und Hunde wollen jemanden zum Spielen haben. Anna verbringt so viel Zeit mit ihnen wie möglich. Manchmal möchten sich Freunde von ihr eine Katze oder einen Hund kaufen. Anna sagt dann immer: »Schaut am besten zuerst im Tierheim. Die Tiere dort warten nur auf jemanden, der sie mit nach Hause nimmt.« Heute kommen wieder einmal Besucher in das Tierheim. Sie suchen nach einer Katze für ihr Zuhause. Anna zeigt ihnen alle Tiere, die momentan im Tierheim leben. Eine kleine Katze läuft sofort auf die Besucher zu und setzt sich vor ihnen auf den Boden. »Ich glaube, sie will mitgenommen werden«, sagt Anna und zeigt auf die kleine Katze. Die Besucher haben sich augenblicklich in sie verliebt. Sie nehmen sie mit nach Hause. Anna ist sehr zufrieden. Sie konnte dabei helfen, dass eine kleine Katze ein neues Zuhause findet. Das sind die schönsten Momente bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Heute geht Anna mit einem Lächeln nach Hause.
Sie freut sich schon auf den nächsten Dienst im Tierheim. Jugendheim. Endlich ist die Schule zu Ende. Alex und Florian packen schnell ihre Sachen zusammen. Sie wollen sich sofort auf den Weg zum Jugendheim machen. Das ist ein Haus, in dem Kinder Hilfe bekommen, wenn sie in schwierigen Verhältnissen leben. Die Kinder können dort zum Beispiel zusammen ihre Hausaufgaben machen. Das ist besser als zu Hause, denn sie können sich gegenseitig helfen. Doch das Jugendzentrum ist nicht nur dafür da. Man kann dort auch sehr gut miteinander spielen. Es gibt eine Tischtennisplatte, einen Fußballplatz, einen Basketballkorb und ein riesiges Klettergerüst. Alex und Florian spielen am liebsten Fußball. Heute haben sie sich mit vielen Freunden zum Fußballspielen verabredet. Alex zeigt den anderen stolz seinen neuen Ball. Er hat ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen. Er ist rot und hat silberne Sterne aufgedruckt. Wow, der sieht toll aus. Nach sehr langer Zeit wird das Spiel endlich beendet. Das Team von Alex und Florian hat gewonnen. Es war eine sehr knappe Partie. Die Freunde gehen zurück zum Jugendhaus, um etwas zu trinken und sich auszuruhen. Alle sind erschöpft. Langsam wird es dunkel. Deshalb beschließen Florian und Alex, nach Hause zu gehen. Ihre Mutter macht sich sonst noch Sorgen. Sie verabschieden sich von ihren Freunden. Morgen nach der Schule wollen sie sich wieder am Jugendhaus treffen. Vielleicht treffen sie dann wieder neue Kinder, mit denen sie sich anfreunden können. Die beiden Jungen können es kaum erwarten. Hotel. Heute wollen sich Thomas und Markus zusammen ein paar wichtige Orte in Berlin anschauen. Deshalb stehen sie schon früh auf. Sie nehmen den Bus. Nach kurzer Zeit steigen sie aus. Nachdem sie ein Stück gelaufen sind, sind sie an ihrem Ziel angekommen. Das Eastside-Museum. Das Eastside-Museum ist das längste Stück der Berliner Mauer, die noch in Berlin steht. Die Berliner Mauer wurde am 13. August im Jahr 1961 gebaut. Sie wurde gebaut, weil Deutschland nach dem Zweiten Krieg in 4 Teile geteilt wurde. Jeder Teil gehörte einem der Sieger des Krieges. Die Sieger waren Großbritannien, Frankreich, die USA und Russland. Russland wollte, dass die Menschen in ihrem Teil von Deutschland anders leben als in den Teilen von Frankreich, Großbritannien und der USA. Sie wollten auch nicht, dass die Leute aus ihrem Teil von Deutschland in andere Teile gehen. Deshalb haben sie die Mauer gebaut. Der Teil hinter der Mauer hieß der Osten. Im Osten ging es den Menschen lange nicht so gut. Erst am 9. November 1989 wurde die Mauer abgerissen und Deutschland wieder zu einem großen Teil. Nach der Öffnung der Mauer haben viele Künstler Bilder auf die Mauer gemalt. Thomas und Markus sind von den schönen Bildern und der spannenden Geschichte der Mauer beeindruckt. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und an der Sonne gleich. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du.
Du bist das Salz in meiner Suppe, wie Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, hältst mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe hoch. Das bist du, 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 das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Lernen in der Bibliothek. In einer Woche habe ich eine große Prüfung. Das Buch, das ich lernen muss, hat 600 Seiten. Und ich habe erst die Hälfte gelernt. Langsam bekomme ich Angst, aber ich kann mich einfach nicht konzentrieren. In meiner Wohnung machen meine Mitbewohner den ganzen Tag Lärm. Sie schauen laut fern, machen Lärm in der Küche und am Abend Party. Nachdem ich eine Woche versucht habe zu lernen, habe ich beschlossen, zu meinen Eltern zu fahren. Dort ist es ruhig. Es gibt keine Nachbarn und keine Autos. Es ist zu ruhig. Meine Gedanken sind lauter als die Umgebung. Das funktioniert auch nicht. Meine Freundin Emma hat eine Idee. Wir sollen zusammen in der Bibliothek der Universität lernen. Das machen viele Studenten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Da kann ich mich sicher noch weniger konzentrieren. Da gibt es zu viel Ablenkung. Aber ich habe Angst vor meiner Prüfung und gehe mit Emma in die Bibliothek. Am Anfang kann ich mich nicht konzentrieren. Aber dann passiert etwas Unglaubliches. Es ist die perfekte Umgebung. Die Stühle sind gemütlich, alle Personen lernen. Es ist nicht zu laut und nicht zu leise. Es ist perfekt. Eine Woche später schreibe ich meine Prüfung und bekomme eine 1. Ich bin meiner Freundin Emma sehr dankbar. In Zukunft werde ich nur mehr in der Bibliothek lernen. Kürbissuppe. Philipp ist aus Österreich, aus der Steiermark. Seine Familie wohnt nicht weit weg von der Grenze zu Slowenien, aber er wohnt schon lange in Berlin. Gerade war er zu Besuch in seiner Heimat. Da es Herbst ist, gibt es dort gerade sehr viele Kürbisse. Die Region ist bekannt dafür, viele gute Kürbisse und vor allem auch Kürbiskernöl zu haben. Das Kürbiskernöl gilt als eines der gesündesten Öle der Welt. Philipp hat beschlossen, einige Kürbisse aus der Südsteiermark nach Berlin mitzunehmen. Heute hat er seine Freunde eingeladen, um bei ihm Kürbissuppe zu essen. Die Kürbissuppe aus der Steiermark ist die beste der Welt. Zumindest für Philipp. Er brät die Zwiebel und den Knoblauch mit viel Öl an und gibt den Kürbis dazu. Dann kommt Wasser in den Topf und viel Salz und andere Gewürze. Nachdem sie ungefähr 15 Minuten gekocht hat, püriert Philipp die Suppe.
Er schüttet auch noch Sahne dazu, damit sie cremig wird. Beim Servieren gibt er noch Kürbiskernöl über die Suppe. Das ist die Geheimzutat. Seine Freunde sind begeistert. »Ich habe noch nie so eine gute Kürbissuppe gegessen«, ruft Uwe erstaunt. Auch Magda und Achim stimmen zu, »Weltklasse«. Philipp freut sich über das Kompliment. So eine gute Kürbissuppe schafft ihr nur mit den Kürbissen aus der Steiermark. An der Hotelrezeption. Lisas Job ist wirklich abwechslungsreich. Die arbeitet in dem Hotel einer großen Kette an der Rezeption. Dabei hat sie sich um viele verschiedene Aufgaben zu kümmern. Sie kümmert sich vor allem um die ankommenden Gäste. Gerade betritt eine Familie mit 3 Kindern das Hotel. Lisa kümmert sich um das Einchecken und gibt den Gästen ihre Schlüssel. Sie erklärt den Eltern außerdem, wo sie den Spielplatz für die Kinder finden. Für die 3 kleinen Kinder holt sie ein paar Bonbons. Sie freuen sich sehr darüber. Es ist wichtig, dass die Kunden zufrieden sind. Die Familie geht gut gelaunt zu ihren Zimmern. Doch Lisa hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Der nächste Gast steht bereits an der Rezeption. »Hallo, ich möchte mich beschweren«, sagt er. Sein Zimmer wurde nicht wie gewünscht gereinigt. »Das tut mir wirklich leid. Ich werde sofort jemanden nach oben schicken. Dann wird das Zimmer noch einmal ordentlich gereinigt«, antwortet Lisa. Sie bietet ihm als Entschädigung ein kostenloses Getränk an der Bar an. Der Gast ist zufrieden und setzt sich an die Bar. Der Job von Lisa ist sehr wichtig. Sie sorgt dafür, dass alles im Hotel gut läuft. Das ist nicht immer einfach, aber die Arbeit macht ihr sehr viel Spaß. Oft bedanken sich die Gäste bei ihr für den tollen Service. Einige geben ihr sogar Trinkgeld. Dann freut sich Lisa. So weiß sie, dass sie ihren Job gut gemacht hat. Außerdem lernt sie so viele neue Leute kennen. Mit einigen Gästen ist Lisa richtig gut befreundet. Der Job an der Hotelrezeption ist wirklich zu empfehlen. Weltreisen. Markus ist mit seiner Freundin schon seit 9 Jahren zusammen. Zu ihrem 10. Jahrestag möchte er Sophie etwas ganz Besonderes schenken. Er wollte schon immer eine Weltreise machen. Markus ist davon überzeugt, dass Sophie sich über so ein großartiges Geschenk freuen wird. Wenn Sophie nicht zu Hause ist, plant Markus die große Weltreise. Er möchte jedes Land und jede Hauptstadt besuchen. Markus hat mit der Planung ein ganzes Jahr gebraucht. Außerdem hat er nun sehr viel Geld gespart, das wird für die Reise reichen. Wenn Sophie von der Arbeit kommt, gehen sie zusammen essen. Während sie im Restaurant auf das Essen warten, erzählt Markus von seiner Idee. Sophie ist überglücklich. Sie liebt es zu reisen. Sophie und Markus sind sehr aufgeregt und reden den gesamten Abend über die anstehende Reise. Am Wochenende geht es schon los. Markus hat die wichtigsten Sachen bereits gepackt. Sophie muss nur noch ihre Klamotten einpacken. Nun ist das bestellte Essen endlich da. Während Markus und Sophie das Essen genießen, reden sie über die Dinge, die sie erleben werden. Markus freut sich sehr auf das Schwimmen im Meer. Er liebt es, vor allem mit Delfinen zu schwimmen und Fische zu beobachten. Sophie freut sich sehr auf den Eiffelturm. Sie liebt es, sich verschiedene Sehenswürdigkeiten anzusehen. Markus und Sophie schauen sich verliebt in die Augen.
Sie sind glücklich und freuen sich auf die größte und spannendste Reise ihres Lebens. Deutsch lernen durch Hören.